Hallo mein lieber Freund. In diesem Video öffnen wir ein neues Kapitel und beginnen, die Religion des Hinduismus zu erforschen und zu hinterfragen. Wenn du bereit bist, fangen wir an. Im Inneren des Menschen existiert eine Leere, die von keinem Geräusch der Außenwelt erreicht werden kann. Weder der Alltagstrubel noch der dichte Schleier der Gewohnheiten vermag diese Leere zu bedecken. In dieser Stille spürt der Mensch, dass er nicht wirklich ein gutes Leben führt, sondern dass er selbst zu einer Frage geworden ist. Manchmal erhebt sich diese Frage laut als „Wer bin ich?" Manchmal flüstert sie nur leise „Warum leide ich?" Die Grundlagen des Hinduismus entstanden genau als Antwort auf diese Fragen. Bevor der Mensch daran denkt, das Universum zu verändern, muss er zuerst eines begreifen: sich selbst. Für die Menschen, die vor Tausenden von Jahren auf den weiten Ebenen Indiens lebten, war die Welt kein einfacher Ort. Der Regen, der vom Himmel fiel, die überlaufenden Flüsse, die plötzlichen Hitzewechsel. Hinter jedem Naturereignis schien eine unsichtbare Kraft zu stehen. Um diese Kräfte zu verstehen, erzählten die Menschen Geschichten, führten Rituale durch und lauschten ihrer Intuition. Mit der Zeit erkannten sie jedoch, dass das Chaos der Welt nicht nur draußen, sondern auch im Inneren des Menschen lebte. Ein Geist, der heute ruhig war, konnte morgen zum Sturm werden. Freude vermischte sich mit Angst und niemand wusste, wohin die eigenen Gedanken einen als nächstes treiben würden. Dieses innere Chaos enthüllte eine grundlegende Wahrheit. Ohne das eigene Innere zu verstehen, lässt sich die äußere Welt niemals begreifen. Diese Erkenntnis wurde zum Ausgangspunkt des hinduistischen Denkens. Weise Männer, später als Rishis bekannt, zogen sich in die Wälder zurück und begannen in die Stille hineinzuhören. Sie glaubten, dass in der Ruhe eines Baumstamms, im sanften Fließen eines Flusses oder in der Tiefe der Nacht eine verborgene Weisheit liege. Wissen stand nicht in Büchern, sondern war im Rhythmus des Universums eingeschrieben. Wenn der Mensch mit diesem Rhythmus in Einklang kam, begann er sowohl sich selbst als auch die Welt klarer zu sehen. Diese Weisen stellten zum ersten Mal eine entscheidende Frage: Kommt das menschliche Leiden wirklich von außen? Oder sind es die eigenen Wünsche, Erwartungen und Ängste, die es verstärken? Ein Mensch bekommt etwas, will mehr, verliert etwas und bereut, fürchtet sich und flieht sogar vor seinen eigenen Gedanken. Solange dieser Kreislauf weiterging, war der Mensch dazu verdammt, in einem unendlichen Chaos zu leben. Hier zeigte sich der wichtigste Unterschied des Hinduismus. Das Leiden des Menschen verringerte sich nicht, indem er die Welt verstand, sondern indem er sich selbst verstand. Während dieses Denken langsam Gestalt annahm, veränderte sich auch die Wahrnehmung des Lebens. Für die Menschen war das Leben keine kurze Linie, die mit der Geburt beginnt und mit dem Tod endet. Das Leben war ein langer Weg, aufgeteilt in viele Abschnitte. Jeder Atemzug kündigte einen zukünftigen Schritt an. Jede Entscheidung setzte ein Zeichen, das den weiteren Weg bestimmte. Diese Sichtweise flüsterte, dass nichts zufällig geschah. Alles war Teil eines größeren Stroms. In den frühen Zeiten des hinduistischen Denkens entdeckten die Menschen durch die innere Einkehr eine einfache, aber tiefgreifende Wahrheit. Im Inneren des Menschen existierte etwas Unveränderliches. Etwas, das weder vom Körper noch vom Geist abhängt. Egal wie sehr die Welt sich verändert, dieser innere Kern blieb gleich. Ein Mensch konnte heute glücklich sein und morgen traurig aufwachen, doch der stille Beobachter in ihm war derselbe geblieben. Dieser innere Beobachter wurde später Atmen genannt, das stille, unveränderliche Selbst. Das Erkennen dieses Selbst vertiefte die Fragen nur noch weiter. Wenn im Menschen etwas liegt, das sich nie verändert, woher stammt es? Wenn der Körper stirbt, wohin geht dieser stille Zeuge? Kann das Leben wirklich nur einmal stattfinden? Diese Fragen öffneten die Tür zu einer großen Erkenntnis. Das Leben war keine Linie,
sondern ein Kreislauf. Jede Geburt war ein neuer Anfang, jeder Tod ein neues Tor. Der Mensch suchte sich selbst in diesem Kreislauf, erinnerte sich, verlernte und lernte wieder und wurde mit jeder Erfahrung ein wenig tiefer. Und am Ende all dieser Wege blieb nur eine Frage zurück. Wenn das Leben eine Reise ist, was sucht der Mensch auf dieser Reise? Solche Fragen lassen im menschlichen Geist einen Funken entstehen. Und oft verändern sie ein ganzes Leben. Denn Fragen konfrontieren den Menschen unbewusst mit sich selbst. In der Geschichte der hinduistischen Lehre war es immer so: Wenn ein Mensch fragt, warum leide ich, dann ist das nicht nur eine Klage. Es ist der erste Schritt auf dem Weg, zu verstehen, wie das Leben wirklich funktioniert. Und sobald dieser Schritt getan ist, beginnt der Mensch zu erkennen, dass die Welt nicht durch Zufälle bewegt wird, sondern durch eine unsichtbare Ordnung. Diese Ordnung wird im Hinduismus durch einen der stärksten Grundbegriffe erklärt: den Fluss. Der Fluss gleicht einem Strom, dem man nicht widerstehen kann. So wie es unmöglich ist, am Ufer zu sitzen und den Lauf des Wassers aufzuhalten, so kann der Mensch auch den Lauf des Lebens nicht allein durch Kraft verändern. Deshalb sagten die alten Weisen: Widerstehe dem Fluss nicht, verstehe, wohin er fließt. Aus diesem Verständnis entwickelte sich im Laufe der Zeit das Konzept des Karma. Karma ist nicht, wie viele glauben, eine Belohnung oder Strafe. Karma ist vielmehr ein unsichtbares Gesetz, das den gesamten Lebensstrom formt. Jeder Gedanke, jede Absicht, jedes Wort und jede Handlung hinterlässt eine Spur im Gewebe des Universums. So wie ein Funke durch einen Atemzug zu einer Flamme werden kann, lässt auch eine Absicht die zukünftigen Schritte der Seele größer werden. Deshalb ist Karma keine äußere Macht, die dem Menschen folgt, sondern eine Wirkung, die aus seinem Inneren entsteht. Spricht ein Mensch in Zorn, verletzt er nicht nur sein Gegenüber, er schafft auch eine Last in seinem eigenen Geist. Setzt er einen kleinen Moment der Güte in die Tat um, beschenkt er nicht nur einen anderen, sondern sät zugleich Frieden in sich selbst. Das ist das stille Gesetz des Karma. Dieses Verständnis macht den Menschen zugleich frei und verantwortlich. Frei, weil seine Zukunft durch seine eigenen Entscheidungen geformt wird. Verantwortlich, weil jeder Schritt nicht nur ihn selbst, sondern das ganze Leben berührt. Das Gesetz des Karma zeigt das Leben nicht als gerade Linie, sondern als Kreis. Der Mensch wird geboren, wächst und stirbt. Aber der Tod ist kein Ende, sondern eine andere Form der Verwandlung. Mit der Zeit erkannten die Menschen, der Mensch ist nicht auf einen einzigen Körper begrenzt. Das innere Selbst gleicht einem Licht, das von Leben zu Leben weitergetragen wird. Dieses Wiedererscheinen in einem neuen Körper nennt man Samsara, den Kreislauf des Lebens. Samsara bedeutet, dass alles, was ein Mensch lernt, erlebt und durchlebt, den Boden für sein nächstes Leben bildet. Wer in einem Leben an Ärger festhält, kann in einem anderen Leben den Spuren dieses Ärgers begegnen. Wer Mitgefühl stärkt, dem öffnet dieses Mitgefühl später eine Tür. Deshalb wird im Hinduismus kein einziges Leben verschwendet, jedes ist eine Stufe auf der langen Reise der Seele. Das Entscheidende ist, der Mensch ist in dieser Reise kein passiver Passagier. Er wird nicht einfach vom Schicksal hin und her geworfen, er trägt die Verantwortung seiner Entscheidungen. Selbst eine Handlung, die von außen unscheinbar wirkt, kann im Inneren der Seele eine große Wirkung entfalten. Darum erinnern die Weisen immer wieder, schon eine kleine Handlung kann die Richtung der Seele verändern. Der Kreislauf des Samsara zeigt das Leben nicht als Prüfung, sondern als Lernfeld. Je mehr Erfahrungen ein Mensch sammelt, desto näher kommt er seinem inneren Wesen. Wie ein Wanderer, der einen dunklen Wald durchquert und allmählich die Wege auswendig lernt,
so erkennt auch die Seele mit jedem Leben ihre wahre Natur ein Stück klarer. Das unsichtbare Gesetz von Karma und Samsara flüstert dem Menschen zu, sich weniger um die äußere Welt und mehr um die innere zu kümmern. Denn echte Veränderung beginnt nicht damit, äußere Umstände zu beeinflussen, sondern die eigene Absicht zu verwandeln. Reinigt ein Mensch seine Absicht, reinigt er auch seine Handlungen. Und reinigt er seine Handlungen, klärt sich der Fluss seines Lebens. Deshalb ruft das hinduistische Denken den Menschen immer wieder zu einem Punkt zurück. Kehre um und sieh in dich hinein. Alles, was du suchst, versteckt sich genau dort, wo du nie hinschaust. Wer versucht, den Hinduismus zu verstehen, begegnet zuerst der Vielfalt und dem Reichtum seiner Götter. Hunderte Namen, hunderte Formen, doch diese Vielfalt dient nicht, wie es von außen wirken könnte, dazu, ein verwirrendes Pantheon zu schaffen. Sie soll vielmehr die inneren Kräfte des Menschen in Symbolen ausdrücken. Denn im Hinduismus sind die Götter keine fernen Wesen, die im Himmel leben. Sie sind Ausdruck unterschiedlicher Potenziale, die im Menschen selbst existieren. Deshalb steht im Zentrum der hinduistischen Denkweise das Prinzip, das man Brahman nennt. Brahman ist kein Gott im üblichen Sinn. Vielmehr ist es der unsichtbare Bereich des Seins, aus dem alles hervorgeht. Das Wasser eines Flusses, der Stamm eines Baumes, der Atem eines Menschen, alles entspringt derselben Quelle. So wird Brahman als jene stille Tiefe verstanden, die das Universum durchdringt. Wenn der Mensch diese Wahrheit zu begreifen beginnt, spürt er, dass alles im Leben eine viel größere Verbundenheit besitzt, als es an der Oberfläche erscheint. Der Fall eines Blattes, die Richtung des Windes, die kleine Veränderung im Herzen eines Menschen, all das sind Schwingungen derselben Quelle. Diese unsichtbare Wirklichkeit des Brahman führt die Frage, wer bin ich, zu einem neuen Punkt. Denn nach hinduistischer Lehre ist das innere Selbst des Menschen, der Atman, nicht getrennt von Brahman. Atman ist das innere Licht des Seins, das jenseits von Körper, Gefühlen und Gedanken existiert. Erkennt der Mensch dies, sieht er das Leben nicht mehr nur als äußere Abfolge von Ereignissen, sondern als ein Band, das ihn mit dem ganzen Universum verbindet. Doch dieser innere Zusammenhang kann leicht vergessen werden. Der Druck des Alltags, die Anziehungskraft der Wünsche, der Schatten der Ängste, all das schwächt die Verbindung. Hier treten die Götter des Hinduismus in Erscheinung. Die Götter sind Symbole, Geschichten, die den Menschen an seine inneren Kräfte erinnern. Sie repräsentieren verschiedene Gesichter einer tiefen Weisheit. Vishnu ist der Bewahrer der Ordnung. Er ist die Kraft, die das Gleichgewicht des Universums erhält. Im Menschen steht er für Stabilität, Ruhe und Geduld. Shiva ist die Kraft der Transformation und des Zerstörens. Er erscheint, um das Unheilsame zu beseitigen. Doch seine Zerstörung ist kein Ende, sondern ein Neubeginn. Für den Menschen bedeutet das Mut, Loslassen und innere Wandlung. Brahma ist der Schöpfer. Er symbolisiert den Beginn einer neuen Idee, eines neuen Weges, eines neuen Anfangs. Er steht für die schöpferische Kraft, die im Menschen wirkt. Dieses göttliche Dreigespann, Schöpfung, Bewahrung und Transformation, beschreibt den Kreislauf des Universums. Doch dieser Kreislauf spielt sich nicht nur am Himmel ab, sondern im Inneren des Menschen. Wenn der Mensch eine Entscheidung trifft, entsteht zuerst ein Gedanke, Brahma, dann wird dieser Gedanke gepflegt und gehalten, Vishnu, und schließlich entfaltet er sich oder vergeht, Shiva. Darum dient die hinduistische Vorstellung der Götter als Spiegel zur Selbsterkenntnis. Dass die Götter in vielen Formen dargestellt werden, hat denselben Zweck. Wird ein Gott mit 4 Armen gezeigt, symbolisiert das seine Kraft in alle Richtungen. Ist ein Gott blau dargestellt,
steht das für Unendlichkeit. Trägt ein Gott menschliche und tierische Züge zugleich, zeigt das die gleichzeitige Präsenz des Instinktiven und des Erleuchteten im Menschen. Im Hinduismus stehen die Götter nicht im Wettbewerb. Keiner ist höher als der andere, denn alle sind Ausdruck derselben Wahrheit. Ganz gleich also, welchem Gott sich ein Mensch zuwendet. Er berührt damit eine Tür in seinem Inneren. Diese symbolische Sprache der Götter dient dazu, den Weg der Selbsterkenntnis zu erleichtern. Rituale, Gebete, Statuen, sie alle sind Werkzeuge, um den Geist zu fokussieren. Wichtig ist nicht der Gott als Gestalt, sondern das Prinzip, das er repräsentiert. Darum heißt es in der hinduistischen Lehre, Gott ist nicht irgendwo draußen. Er erscheint dort, wo du lernst hinzuschauen. Wenn ein Mensch zu Vishnu betet und Frieden empfindet, richtet er sich in diesem Moment nach seinem eigenen Bedürfnis nach Schutz und Ausgleich. Wenn er auf das Symbol Shivas blickt und Kraft spürt, dann spiegelt sich darin sein innerer Wunsch nach Veränderung. Und eine brennende Lampe am Ufer des Ganges erinnert ihn an die Unsichtbarkeit Brahmans. Hinduismus lebt also nicht von der Vielzahl der Götter, sondern von der Vielzahl der Wege im Inneren des Menschen. Niemand muss durch dieselbe Tür gehen. Der eine findet die Wahrheit in der Stille, der andere in Musik, ein weiterer in Hingabe oder im Dienst. Die Vielzahl der Götter zeigt die Vielzahl möglicher Wege. Und genau hier liegt die Tiefe des Hinduismus. Der Mensch ist frei, seinen eigenen Weg zu finden. Diese Freiheit ist sowohl Last als auch Geschenk, denn wer die Türen seines Inneren öffnet, begegnet sowohl seinem Licht als auch seinem Schatten. In der symbolischen Darstellung der Götter steckt deshalb eine zentrale Botschaft. Alles, was du suchst, trägst du bereits in dir. Rituale sind im Inneren des Menschen eine stille Reise, endlos und erfüllend. Die Rituale des Hinduismus mögen von außen wie bunte Zeremonien erscheinen. Der Duft von Räucherwerk, der Klang von Mantras, rhythmische Bewegungen. Doch ihr eigentlicher Zweck ist nicht, einen Gott im Außen zu erreichen. Ihr Ziel ist es, die Knoten im Inneren des Menschen zu lösen. Denn nach hinduistischem Verständnis ist ein Ritual kein Opfer für eine Gottheit, sondern ein stilles Zeichen, das der Mensch seinem eigenen Bewusstsein hinterlässt. Wenn Brahman-Priester am Morgen am Ufer des Ganges ein Mantra sprechen, sind diese Worte weit mehr als Sprache. Ein Mantra ist eine Schwingung, die den Geist an einem Punkt sammelt. Der Fokus liegt nicht auf der Bedeutung des Wortes, sondern auf seinem Rhythmus. Dieser Rhythmus beruhigt die verstreuten Gedanken des Geistes, bis sie langsam verstummen. Wenn der Geist still wird, erkennt der Mensch die Weite in sich. Deshalb beruhen viele Mantras eher auf Klang als auf Bedeutung, wie der Laut Om. Es heißt, dieser Klang sei am Anfang des Universums gewesen. Doch im Hinduismus ist dies keine historische Aussage, sondern ein inneres Bild. Wenn der Mensch diesen Laut wiederholt, erinnert er sich an seine eigene Stille. Es ist eine Einladung zu spüren, dass das Universum nicht draußen beginnt, sondern innen. Das zweite große Element der Rituale sind die sogenannten Mudras, symbolische Handgesten. Diese Gesten lenken die Energie des Körpers. Wenn der Mensch seine Hände in einer bestimmten Haltung hält, entsteht eine unsichtbare Verbindung zwischen Muskeln, Atem und Geist. Diese Verbindung sammelt Aufmerksamkeit und innere Kraft, so werden Mudras zu Zeichen, die den Geist von einer inneren Tür zur nächsten führen. Darauf folgen die Puja-Handlungen, die symbolischen Gaben, eine Blume, eine Frucht, eine kleine Öllampe. Diese Dinge werden nicht dargebracht, um einen Gott zu besänftigen. Sie machen die innere Absicht des Menschen sichtbar.
Die Blume steht für seine Zerbrechlichkeit, die Lampe für sein inneres Licht, die Frucht für die Vollendung des Lebens. Legt ein Mensch diese Gaben vor eine Gottheit, gibt er in Wahrheit seinen eigenen Gefühlen eine Form. Ein weiteres zentrales Element der Rituale sind die Tempel. Tempel sind nicht nur Orte des Gebets, sondern architektonische Lehren über den Aufbau des Universums. Von oben betrachtet ähnelt jeder Tempel einem Mandala, einem geometrischen Muster, das die kosmische Ordnung symbolisiert. Diese Ordnung ist auch die Karte des inneren Weges des Menschen. Wer einen Tempel betritt, beginnt im äußeren Hof, dem Symbol des alltäglichen Lebens. Je weiter man nach innen geht, desto leiser werden die Geräusche, desto schlichter werden die Symbole, desto sanfter wird das Licht. So wird auch der Geist ruhiger. Das innerste Heiligtum, die Garbhagriha, ist eng und dunkel. Dort steht die symbolische Form der Gottheit. Dieser Weg ist nicht ein Weg von außen nach innen, sondern vom Ich zum innersten Selbst. Dass Hinduismus so eng mit dem Alltag verbunden ist, liegt daran, dass Rituale nicht nur im Tempel stattfinden, sondern auch in Häusern und auf Straßen. Sogar die kleinen Muster aus Reis, die eine Familie morgens vor ihrer Haustür zeichnet, sind Rituale. Sie schützen symbolisch den Eingang und erinnern gleichzeitig an die innere Absicht, mit der der Tag beginnt. Wenn eine Mutter ihrem Kind heilige Asche auf die Stirn legt, ist die Botschaft: Geh auf dem Weg des Lichts. Ein weiterer Zweck der Rituale ist es, den Menschen mit dem Bewusstsein des Karmas zu verbinden. Von außen sieht Karma aus wie ein Gesetz von Ursache und Wirkung, doch im Hinduismus trägt es eine tiefere Bedeutung. Karma beschreibt, dass jede Handlung des Menschen eine kleine Spur im Gewebe des Universums hinterlässt. Ein Wort, ein Gedanke, ein Blick, alles wirkt in diese Ordnung hinein. Rituale sammeln die im Alltag verstreute Absicht des Menschen wieder ein. Die Schatten, die durch negative Gedanken entstehen, werden durch die Achtsamkeit des Rituals gereinigt. Darum gilt jedes Ritual auch als innere Reinigung. Eine der wichtigsten Lehren der Rituale lautet: Der Mensch kann die äußere Welt nur in dem Maß beeinflussen, in dem er seine innere Ordnung gefunden hat. Wer im Zorn betet, bringt Zorn hervor. Wer in Ruhe betet, schenkt der Welt Ruhe. Darum sagt die hinduistische Weisheit: Willst du die Welt heilen, beginne mit der Reinigung deines Geistes. Rituale holen den Menschen aus dem Lärm seiner Gedanken heraus. Sie führen ihn zurück zu seiner Absicht. Und jedes Ritual gilt als ein kleiner Beitrag zur großen Ordnung des Universums. Das Auffälligste an den Ritualen des Hinduismus ist jedoch dies: Der Zweck eines Rituals ist niemals, den Gott zu verändern. Der Zweck ist, den Menschen zu verändern. Denn die Götter repräsentieren die Kräfte in seinem Inneren. Wenn der Mensch sich selbst verwandelt, ehrt er die Götter. Vielleicht sind Rituale im Hinduismus deshalb nicht nur Tradition. Sie sind die stille Einladung, die eigene innere Reise jeden Tag neu zu beginnen. Der auffälligste Aspekt des hinduistischen Denkens ist, dass es sich nicht nur als Glaubensform präsentiert, sondern als eine Reise, die darauf abzielt, zu verstehen, wie der menschliche Geist funktioniert. Diese Reise richtet sich nicht zuerst an Götter im Außen, sondern an die inneren Grenzen des Menschen. Denn nach hinduistischer Sicht kann der Mensch das Geheimnis des Universums erst dann begreifen, wenn er seinen eigenen Geist verstanden hat. Deshalb besteht das Erbe des Hinduismus nicht nur aus Ritualen oder heiligen Schriften, sondern aus einer tief verwurzelten Suche nach dem Verständnis der eigenen inneren Welt. Im Zentrum dieser Suche steht der Begriff Dharma. Dharma wird häufig mit Rechtschaffenheit oder Tugend übersetzt,
trägt aber im Hinduismus eine weit umfassendere Bedeutung. Dharma bedeutet, im Einklang mit dem natürlichen Fluss des Universums zu leben, der eigenen Natur zu folgen und die innere Ordnung aufrechtzuerhalten. Jeder Mensch hat sein eigenes Dharma. Für einen Herrscher ist es, Gerechtigkeit zu wahren. Für einen Handwerker ist es, seine Arbeit mit Sorgfalt zu tun. Für eine Mutter ist es, ihren Kindern Mitgefühl zu schenken. Dharma ist ein Kompass, der dem Menschen hilft, seinen Platz im Leben zu verstehen. Wird dieser Kompass richtig genutzt, entsteht Harmonie mit sich selbst und mit der Welt. Denn im hinduistischen Denken trägt der Mensch nicht nur Verantwortung für sein eigenes Schicksal, sondern für alle Lebewesen, mit denen er lebt. Jede Handlung erzeugt eine kleine Schwingung im Universum und diese Schwingungen formen gemeinsam die Zukunft der Welt. Hier begegnen wir dem zweiten zentralen Begriff, Karma. Karma bedeutet nicht einfach, dass man für seine Taten eine Belohnung oder Strafe erhält. Karma sagt, der Mensch ist der Architekt seines eigenen Handelns. Jede Entscheidung hinterlässt eine Spur und diese Spur bestimmt die Richtung seines zukünftigen Weges. Darum ist Schicksal im Hinduismus keine festgeschriebene Bestimmung, sondern ein Strom, der aus den eigenen Entscheidungen entsteht. Zusammengedacht machen Dharma und Karma den Menschen nicht zu einem passiven Wesen. Der Mensch trägt das Potenzial, die große Ordnung des Universums zu beeinflussen. Denn was diese Ordnung verändert, ist nicht der Wille der Götter, sondern die Entscheidung, die Absicht und das Bewusstsein des Einzelnen. Die tiefste Ebene der hinduistischen Lehre findet sich in den Begriffen Atman und Brahman. Sie wirken zunächst abstrakt, doch sie beschreiben eine zweistufige Suche nach Identität. Atman ist das reine Selbst im Inneren des Menschen. Brahman ist die grundlegende Wirklichkeit des Universums. Zwischen beiden besteht eine unsichtbare Verbindung. Wenn der Mensch die Wahrheit in sich selbst erkennt, kann er auch die Wahrheit des Universums erfassen. Darum entsteht die größte Transformation im Hinduismus nicht von außen. Sie beginnt, wenn der Mensch den Schleier in seinem Inneren hebt. Das hinduistische Denken begrenzt das Leben nicht auf Geburt und Tod. Die Reise der Seele endet nicht mit dem Sterben, sie setzt sich in neuen Körpern mit neuen Erfahrungen fort. Dieser Kreislauf wird Samsara genannt. Samsara beschreibt, dass jeder Schritt der Seele, jede Entscheidung, jeder Lernmoment zur Grundlage des nächsten Lebens wird. Das Ziel dieser langen Reise ist Moksha, die Befreiung. Moksha entsteht, wenn die Seele sich von den Fesseln des Karmas löst, ihr Dharma erfüllt und ihre eigene Wahrheit erkennt. Diese Befreiung ist nicht das Entkommen vor dem Tod, sondern die tiefste Form des Verstehens des Lebens. Die vielleicht dauerhafteste Wirkung des Hinduismus besteht darin, dass er akzeptiert: Es gibt nicht nur einen Weg. Es gibt viele Wege und jeder Weg ist ein Teil einer größeren Wahrheit. Einige Menschen suchen Gott im Außen, andere in der Stille. Manche sprechen durch Rituale, andere durch Meditation. Hinduismus sieht diese Unterschiede nicht als Konflikt, sondern als verschiedene Gesichter derselben Wahrheit. Diese Sichtweise ist auch für die heutige Zeit eine wichtige Erinnerung. Um den richtigen Weg zu finden, musst du dich nicht an eine einzige Lehre oder ein einziges Rezept binden. Der Mensch kann in seiner eigenen Reise seinen eigenen Rhythmus und seine eigene Wahrheit entdecken. Und der Wert dieser Reise liegt nicht im Ziel, sondern in den Schritten, die du auf dem Weg machst. Über Jahrtausende hinweg hat der Hinduismus den inneren Suchenden nicht zum Schweigen gebracht, sondern ihm Orientierung gegeben. Rituale, Mythen, Götter und Lehren. All das sind Zeichen, die den Menschen durch sein inneres Labyrinth führen sollen. Und vielleicht ist die stärkste Spur, die dieser Glaube hinterlässt, diese:
In dem Moment, in dem du beginnst, dich selbst zu verstehen, kommt dir auch das Universum ein Stück näher. Wenn ich dir mit diesen Gedanken etwas mitgeben konnte, freut mich das sehr. Wir sind am Ende eines weiteren Videos angekommen. Ich freue mich auf deine Rückmeldungen. Lass uns in den Kommentaren weiter austauschen. Bis zum nächsten Video. Bleib dem Verstand und dem Wissen treu.